Jeder will es. Mehr Geld, seinen Traumpartner finden und seine ganzen Wünsche manifestieren. Doch was, wenn ich dir sage, dass kaum einer verstanden hat, wie Manifestation wirklich funktioniert? In diesem Video lernst du das große Geheimnis wahrer Manifestation, die sofort wirkt. Hi, mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und in diesem Video möchte ich mit dir über das Thema Manifestation sprechen. Wie du weißt, kann ich in erweiterte Bewusstseinszustände gehen und aus diesen Zuständen heraus Informationen abrufen. Und ich habe mit einem erweiterten Bewusstsein über das Thema Manifestation gesprochen. Und ich habe eine unglaubliche Antwort bekommen und diese möchte ich mit dir teilen. Ja? Als erstes hieß es, dass der Grund, warum man nicht manifestieren kann, ist primär dein Glaube. Ja? Das ist so das Fundament. Ja? Und dann kommt was Grandioses, und zwar, der Glaube ist von deinem Vertrauen abhängig. Dein Vertrauen ist von deiner Überzeugung abhängig. Deine Überzeugung ist von deiner Wahrheit abhängig. Deine Wahrheit ist von deiner inneren Einstellung abhängig. Deine innere Einstellung ist von deiner Entscheidung abhängig. Und deine Entscheidung ist von dir abhängig. Und du bist von deiner Vergangenheit abhängig. Löse dich so von der Vergangenheit, komm ins Jetzt. Im Jetzt hast du die Macht, alles zu ändern. Was für eine unglaubliche Erkenntnis und was für eine unglaubliche, ein unglaubliches Konzept, und ich werde das gleich natürlich noch näher ausführen. Also wir starten mit dem Thema Glaube und abhängig ist dein Vertrauen. Das heißt, es geht darum, das Vertrauen zu stärken, damit der Glaube wirken kann. Und wie Jesus schon gesagt hat, Glaube versetzt Berge. Ja? Und wenn du meine Arbeit verfolgst, weißt du, dass jede Realität auf einer konsensbasierten Realitätsstruktur basiert. Das bedeutet, alles, was du erlebst, basiert auf deinem Glauben von dir selbst, von anderen Menschen und von deiner Umwelt. Ja? Und deswegen ist Glaube eigentlich wichtig. Aber Glaube ist wie ein Glas. Man muss ihn auffüllen mit einer Flüssigkeit namens Vertrauen. Wenn Vertrauen wächst, dann wird der Glauben stärker und damit kannst du besser manifestieren. Ja? Und wenn wir uns jetzt sozusagen die Flüssigkeit Vertrauen ansehen, dann basiert Vertrauen von deinen Überzeugungen ab. Ja? Das heißt, deine Überzeugungen, welche Glaubenssätze hast du, welche Weltbilder hast du, sind das Maß, wie viel dieser Flüssigkeit du in welche Richtung lenken wirst. Das heißt, es geht viel darum, Vertrauen zu stärken. Und Vertrauen stärkst du, indem du zum Beispiel eine Nahtoderfahrung gemacht hast und einfach weißt, okay, es gibt ein Leben nach dem Tod. Du hast keine Angst mehr. Du hast Urvertrauen in das Leben selbst. Du hast ein Vertrauen, dass alles gut ausgeht. Und ich habe mal in einer erweiterten Bewusstseinserfahrung mit der Quelle gesprochen und dort hieß es, der Unterschied zwischen den Menschen und zwischen Gott ist, dass Gott einfach weiß, dass alles gut ausgeht, ja? Und die Menschen halt nicht, und das macht den Unterschied vom Zustand, ja? Vom menschlichen Bewusstsein und vom göttlichen Bewusstsein. Ja? Also, Vertrauen ganz wichtig, und Vertrauen ist ja, die Basis von Vertrauen ist Überzeugung, und die Überzeugung, wovon bist du überzeugt? Und da ist dieser Schnittpunkt, ist dein kritischer Verstand, also der innere Richter, der Sachen nicht glaubt, der sie nicht wahrhaben will und so weiter. Also dein logischer Verstand, der einfach beschränkt denkt wie ein Teller und nicht über den Tellerrand hinausschauen kann. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich selbst von seinen eigenen Beschränkungen aufzuheben, damit deine Überzeugungen auf einmal einen größeren Rahmen bekommen können und so dein Vertrauen und dein Glaube gesteigert werden kann. Ja?
Und deine Überzeugungen, das Resultat deiner Überzeugungen und das, was deine Überzeugungen aufbaut und deinen Rahmen festhält, sind schlussendlich, ist die Wahrheit, die du dir selbst über die Dinge gegeben hast. Das heißt, die Wahrheiten, die du dir gibst auf Basis deiner Einstellung, wie bist du programmiert, was für Programme hast du, welche Muster hast du und so weiter, sind sehr, sehr abhängig davon. Wenn dich das Thema innere Einstellungen interessiert, es gibt ein Video, was ich produziert habe, ich verlinke es dir in der Infokarte. Da geht es um die 12 Systeme, die dein Verhalten lenken und steuern. Und wenn du da in das Thema Einstellung willst, also die Lupe auf dich selbst richten willst, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Ja. Also, nochmal zurückzukommen zum Thema Einstellungen. Also Einstellungen sind von deinen Entscheidungen abhängig. Ja. Deine Entscheidungen, wie triffst du Entscheidungen? Was für Entscheidungen triffst du? Und da kommt nämlich ein Zusammenspiel in die Kette, und zwar der freie Wille. Wir haben den freien Willen, unsere Entscheidungen zu verändern, anders zu entscheiden, uns anders zu verhalten. Und dementsprechend wirst du durch andere Entscheidungen auf andere Zeitlinien kommen. Du wirst andere Dinge tun, du wirst andere Dinge erleben und dadurch sozusagen ein anderes Resultat manifestieren im Grunde. Ja? Und deine Entscheidungen sind von dir abhängig. Ja? Und du bist von deiner Vergangenheit abhängig. Das heißt, in diesen Zustand zu kommen, wo du dich ablöst von deiner Vergangenheit, von deinen alten Mustern, von deinen alten Entscheidungen, das führt dich in diese Schöpferkraft und in diese Schöpfermacht, die schlussendlich dann, indem du dann alles entscheiden kannst und das wird schnell manifest werden. Ja? Ich habe hier noch stehen, also wir haben hier oben den Glauben, dann das Vertrauen, drunter die Überzeugungen und deine Wahrheit, die du hast. Und deine Wahrheit bildet sich auf Basis von Wissen und auf Basis von Praxis, von praktischen Erfahrungen aus. Und dazwischen steht noch der innere Kritiker und der ist in der Vergangenheit und in der Zukunft, also sprich dein Ego, welches festhält an der Vergangenheit. Und das ist dieses System, ja, welches sozusagen dein Filtersystem ist. Und wenn du das umgehst, dann kommst du in das Jetzt, dann bist du in diesem Augenblick, wo du dich anders benehmen kannst, andere Entscheidungen treffen kannst und dadurch schlussendlich im Jetzt angekommen bist und dort manifestieren dann kannst durch deine Absicht, ja, durch deine Entscheidung. Ja. Also, löse dich von ihr, also von deiner Vergangenheit, komm ins Jetzt, im Jetzt hast du die Macht, alles zu ändern. So stärke dein Vertrauen, so stärkst du deine Glauben. Dein Glaube ist schließlich alles, was zählt. Er macht dich und deine Welt aus. Ja? Übrigens, also was ich hier vorlese, sind Ausschnitte aus meinem Buch Das große Mysterium. Oben in der Infokarte auf thebigmystery.com kannst du dir die Leseprobe runterladen, beziehungsweise falls das Buch schon veröffentlicht ist, dann auch herunterladen. Ja? Wenn dich diese Themen übrigens interessieren, dann schreib mir einfach unten eine Nachricht, dass du mehr solche Videos haben willst, die in diese Richtung gehen, zum Thema Manifestation, zum Thema erweiterte Bewusstseinszustände, dann werde ich da noch mehr Videos dazu produzieren. Ja. Und danke an alle, die das Video liken und allgemein meine Arbeit unterstützen. Ich glaube, es ist jetzt allgemein eine Zeit gekommen, wo wir unabhängig von den äußeren Ereignissen bewusster werden, wo wir alle aus einem Schlaftraum aufwachen, zu uns selbst zurückkommen. Und da ist es natürlich wichtig, das Thema Bewusstsein und Bewusstheit in die Welt zu tragen. Deswegen danke für deine Unterstützung, für deine Kommentare, für das Liken der Videos und für das Teilen meiner Videos. Ja. Zurückzukommen zum Thema Manifestation. Manifestation ist ein Konzept, welches aus dem Verstand kommt. Löst du dich von deinem Verstand, dann trittst du in den Bewusstseinszustand des Erwachten ein. In diesem Zustand erkennst du sofort, dass alles in seiner Vollkommenheit jetzt existiert. Das Jetzt ist die Manifestation der absoluten Vollkommenheit des Seins. Da du dich in diesem Zustand nicht mehr als jemand identifizierst,
erlebst du dich als niemand und gleichzeitig als alle und jedermann. Und da du jedermann bist, hast du alles und brauchst nichts mehr. Und so erkennst du, dass alles geführt ist, dass die ganze Geschichte bereits fertig erzählt wurde und du befindest dich lediglich so in einem Film, im Avatar, in deinem Körper. Du genießt jeden Augenblick und folgst deiner inneren Führung, deiner Seele, die dich leitet. Du sagst, was gesagt werden muss und du tust, was getan werden muss. Du liebst, weil du die Liebe bist. Und das sind, finde ich, wundervolle Abschlusssätze aus dem Buch zum Thema Manifestation. Natürlich geht es dort viel, viel tiefer in die Materie, aber das ist jetzt so ein kleiner Ausschnitt aus diesem Buch, wo du einfach da ein paar Erkenntnisse hast. Und ich werde, wenn du möchtest, schreib es einfach unten in den Kommentaren, noch weitere Videos dazu produzieren. Und mich würde vor allem interessieren, wie du das Thema Manifestation siehst. Wie tust du manifestieren? Das schreib mir bitte unten in den Kommentaren rein. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich werde mir jedes Kommentar durchlesen. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich freue mich, dich sehr bald im nächsten Video wiederzusehen. Wie kam es dazu, dass wir Menschen heutzutage keinen Kontakt mehr mit Gott und anderen Wesen wahrnehmen können, ohne gezielt was dafür zu tun? Wer sagt, dass ihr keinen Kontakt zu Gott oder anderen Wesen habt? Das liegt lediglich an eurer Bewertung der anderen Menschen auf Basis ihrem nicht so spirituellen Verhalten. Das Problem ist euer Verstand. Ihr seid viel zu sehr am Denken und so vernebelt ihr euch den Zustand wie auf Alkohol und verliert den Kontakt zur Außenwelt. Ihr seht nicht, was wirklich ist. In Wirklichkeit habt ihr nicht den Kontakt verloren, sondern ihr seid lediglich vernebelt. Eine Art betrunken. Viele von euch haben sich dazu bewusst entschieden, alles zu vergessen und sich von der Quelle abzuschneiden, damit sie ganz spezielle und intensivere Erfahrungen machen können. Würden alle wissen, dass Gott immer da ist und sich selbst durch jeden ansieht, wäre das Spiel nicht mehr so ernst zu nehmen. Und die Intensität der Erfahrung, wie es ist, du zu sein, würde nicht so sein. Die gesamte Programmierung eurer Konstruktion basiert darauf, euch in der Welt zu verlieren, damit ihr euch dann wieder finden könnt. Und wenn ihr euch gefunden habt, dann habt ihr mich gefunden.